So, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Lightwave Digital. Diese Szene könnt ihr dann herunterladen. Der Link wird dann, der wird dann auf Lightwave Digital auf dem Kanal gesetzt werden. Und dieses Sportfahrzeug habe ich vor einiger Zeit modelliert für ein deutsches Racing-Team. Der Name des Racing-Teams ist LMS Engineering. Und die haben dieses Fahrzeug entwickelt für den Nürburgring. Und das ist eigentlich oder basiert auf einem Audi Quattro. Und ihr könnt mit dieser Szene Folgendes lernen, wenn ihr jetzt neu in Octane seid und es jetzt mit Lightwave 2024 benutzt. Ich zeige die Szene im Übrigen deshalb in 2019, nicht dass ihr euch wundert, weil ich hier 3 GPUs habe, die daran rechnen können, dann kann man es besser und schneller zeigen. Ihr könnt die Szene aber auch in Lightwave 2024.1 genauso öffnen und das Renderergebnis wird dann genauso aussehen. Braucht halt ein bisschen länger zum Rendern, da die Octane-Version in 2024.1 ja nur eine GPU zulässt. Insofern, ja, alles ist gleich. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt es da also auch laden. So, und anhand dieser Szene könnt ihr, wenn ihr neu in Octane seid, lernen, wie ihr Shader baut und da Bitmaps einbindet für die einzelnen Parts des Fahrzeuges. Ja? Und ihr müsst wissen, Grundregel bei Octane ist, am besten UV-Maps anlegen, ganz wichtig. Ihr müsst UV-Maps haben, dann funktioniert es perfekt und die richtig abwickeln. Und wenn ihr das habt, könnt ihr dann jetzt hier zum Beispiel mal meinen Karlak-Shader öffnen. Das ist der Karlak Standard-Shader, der die Option beinhaltet, auch Flex zu verarbeiten. Die basieren auf einer prozeduralen Textur von Lightwave selbst. Diese wird von Octane umgewandelt in ein Bitmap und kann dann rein einfließen, zum Beispiel in den Specular-Kanal. Ja, so könnt ihr so Flake-Effekte mit erzeugen. Ihr könnt aber auch sehen, dass ihr in dieses Car-Setup, wo ihr eine Main-Color und einen Vorlauf habt und so weiter, um Farbverläufe zum Beispiel zu generieren für die Lackoberflächen, ja, um verschiedene Lacksorten zu simulieren. Ja, das ist also praktisch so eine Master-Node-Tree, um alle möglichen Lacksorten zu simulieren, wie hier auch Bitmaps einbinden könnt und zum Beispiel auch bestimmte Kanäle einzeln bespielen könnt mit einzelnen Bitmaps. Ja? Hier könnt ihr im Übrigen sehen für die Vorschau, wie ihr Bitmaps einbindet mit dem Standard-Shader von Lightwave, um im OpenGL eine Vorschau zu haben. Ihr könnt euch also alle diese Shader anschauen. Da gibt es ja verschiedene. Wenn ihr hier irgendwo draufklickt, seht ihr das ja, dass da überall andere Bitmaps drin sind, aber grundsätzlich immer der gleiche Karlak-Shader verwendet wurde, so dass ihr daran dann lernen könnt, wie ihr mit Octane eure Node-Trees aufbaut, so dass ihr sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten der Nodes, was Diffuse angeht, Glossy, Metallic und so weiter, wie ihr die kombinieren könnt und dann auch mit Bitmaps zum Beispiel verwenden könnt. Ihr werdet hier zum Beispiel auch unter dem Render-Target sehen, wie das Objekt beleuchtet ist. Das ist nämlich eine Kombination aus einem Environment Daylight, was wiederum jetzt hier eine Lichtquelle enthält, ist die Sonne. Ja? Da könnt ihr hier sehen, mit wie viel Power die arbeitet. Und das ist kombiniert mit einem Texture Map, dem Studio HDRI 022. Und mit der Kombination ist gerade beleuchtet. Und ihr könnt ja auch sehen, dass ich hier ein bisschen GI-Clamping drin habe, um das Licht nicht ganz so linear zu platzieren, sondern das streut ein bisschen, ja? Hat ein bisschen diffus Charakter. Und ihr könnt ja auch sehen, dass man zum Beispiel, wenn man so große Szenen hat, wo ein Hintergrund sehr weit entfernt ist, dass man den Ray Epsilon variieren kann. Der ist in dem Fall hier nicht standardmäßig auf 100 Mikrometer, also 0,1 Millimeter, sondern auf 1 Millimeter. Und all diese Feinheiten kann man studieren, wenn man solche Szenen hat als Vorlage, um solche Art von Output zu generieren. Ja. In dem Fall habe ich das Modell modelliert und gebaut, damit LMS dann Eigenwerbung machen kann, ja, also auch für Sponsoren und das mal vorstellen kann auf ihrer eigenen Webseite. Das war der ganze Sinn, warum ich aus einem normalen Audi Quattro dann nach Fotovorlagen, also ich war dann auf dem Nürburgring, habe das Fahrzeug von allen Seiten fotografiert, dann daraus dieses Modell modelliert habe. Ja, also die Art und Weise des Modellierens war hier einen normalen Audi Quattro TT zu nehmen als Grundlage und dann da alles ranzubauen, dass der zum Schluss so aussieht wie Susi, so heißt das Fahrzeug. Ja, dass der Spitzname des Fahrzeugs ist Susi. So, wenn ihr das also ladet und euch mit Octane nicht auskennt, könnt ihr über den Weg hier mit diesen ewig vielen Texturen, das Objekt ist sehr genau aufgesplittet in ganz viele einzelne Texturen, da sehr genau euch anschauen, wie ich da vorgegangen bin, damit das Fahrzeug dann
überall ja auch die Werbung drauf hat über Bitmaps und so weiter, so dass es dann zum Schluss so aussieht wie im Original. So, also mehr muss man zu der Szene nicht sagen. Ihr könnt euch auch mal anschauen, die Lichtfunktion, was ich da gemacht habe, ja, wie ich da mit der Black Buddy Note verschiedene Lichtfarben angegeben habe, über die Temperatur des Lichtes, so dass ihr hier also diese typischen Xeon-Lichtquellen habt, die weißen, als auch hier dieses gelbe Nebelscheinwerferlicht. Und ihr könnt auch euch nochmal anschauen, die Post-Effekte von Octane, wenn ihr dann hier solche Glow-Effekte erzeugt. Ja? Dafür ist so eine Szene gut. Und dann habt ihr danach so einen relativ guten Überblick, wie man diese Art von Beleuchtung und Rendering aufbaut, um solche Renderings zu erhalten. Ja? So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Szene. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.